Freunde, willkommen zurück auf meinen Kanal. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance und ihr habt es gesehen, Top 10 eingestellte Düfte Teil 2. Ja, wieder habe ich 10 Düfte rausgeholt, die leider eingestellt worden sind. Ich möchte jetzt nicht mehr sagen, warum, weshalb, weiß der Geier, weiß der Kuckuck, warum sie das gemacht haben. Und ich kann es manchmal, oder wir können es nicht verstehen, warum sowas passiert, aber es passiert leider und da können wir nichts gegen machen. Und ich werde sie euch heute vorstellen, 10 geile Düfte, die auch leider eingestellt worden sind. Aber bevor ich das mache, für alle Neuen, ihr wisst Bescheid, drückt die Glocke, abonniert meinen Kanal. Das würde mich natürlich freuen, weil hier seid ihr auf den richtigen Duftkanal. So Leute, dann fangen wir mal mit den den Lieblingsduft meiner Frau an. Wenn ich den trage, dann ist Endstation. Ich habe noch Backups-Flakons. Leider ist er von der Haltbarkeit nicht so gut und ich habe ihn immer schon gefeiert, nur andere nicht. Aber seitdem er eingestellt worden ist, feiern ihn komischerweise alle. Ja, es ist ein zitrischer Mandelduft und zwar ja von Guerlain, wie ich immer so schön sage, L'Homme Ideal Cologne. Ja, ihr solltet, also es gibt immer noch ein bisschen auf dem Markt, also ist immer noch gut am Start, öfters mal, zur Not auch gucken bei Parfumo. Absolut nice, solltet ihr auf jeden Fall zuschlagen. Ja, der ist nicht stark, aber wenn ein Duft 5 bis 6 Stunden hält, im Endeffekt im Sommer, reicht es ja. Es sind frische Düfte, man soll nicht so penetrant riechen. Früher war das auch egal, wie man gerochen hat. Da hat man Job Homme, Karl Lagerfeld Classic benutzt, im Sommer ist egal. Aber da sind wir nicht mehr und ja, wunderbar. Ich habe, glaube ich, noch 2 Backups-Flakons, eigentlich war es das gar nicht, einen großen, der auch noch nicht ganz leer ist. Aber es ist so ein geiler Duft. Meine Frau liebt ihn einfach. Also der L'Homme Ideal Reihe ist schon so sehr nice. Leider wurden die frischen Düfte aus der Reihe eingestellt. Glaube ich wieder zu dem Satz, warum auch immer. Auf jeden Fall das Cologne eins der geilsten. So, der nächste kommt von Perriellis Oud Vetiver Royal Absolut. Ja, ich glaube im ersten Teil, wenn ich mich nicht ganz täusche, habe ich den Vanille vorgestellt. Und hier haben wir einen geilen, würzigen Vetiver-Duft, der ein bisschen kratzig wirkt, aber so geil rüberkommt, wenn das Wetter nicht so gut mitspielt und man hat so 15, 14 Grad. Oh, ist geil. Das ist auch einfach mal ein anderer Vetiver-Duft. Ich weiß, auch hier muss man trotzdem Vetiver-Fan sein, aber es ist nicht so das Übliche. Und auch hier früher 19 Euro und das ist Nischenqualität. Wirklich, das ist wirklich Qualität von allerfeinsten, was Perriellis hier gemacht hat. Also es ist ein sehr geiler Duft. Leider, soweit ich weiß, auch eingestellt. Es gibt ihn auf jeden Fall nicht mehr. Ich kann auch nicht mal alles sagen, ob es direkt eingestellt worden ist, aber es ist schon lange nicht mehr zu bekommen. So, der nächste, ja, kann ich nicht ganz verstehen. Habe ich letztes Jahr ein Video gemacht. Armani Code Profumo. Ja, ich verstehe es einfach nicht. Sehr eine schöne Tonkabohne, Vanille, Kardamom Duft, vor allen Dingen mit sehr guter Haltbarkeit, wenn es kalt ist und so weiter, ist der einfach bombastisch. Ich werde mich nicht lange aufhalten, weil wie gesagt, ich habe vor kurzem erst das Video gemacht und ja, sehr schade, dass dieser Duft eingestellt worden ist. Dann nehmen wir auch gleich den nächsten und das ist das Absolut oder Absolut, wie auch immer. Und wie gesagt, da habe ich das Video mit den beiden gemacht, auch eingestellt. Hier ist kein Kardamom drin, aber Wildleder dazu mit ein bisschen mehr Vanille. Sehr nice. Leider eingestellt worden. Und ja, aber wie ich schon in dem Video erwähnt hatte, ich denke, das kommt bald wieder. Das Eau de Toilette von Armani Code ist auch wieder gekommen. Und ja, ich denke, das wird nicht lange dauern, dann kommt er auch wieder. So, der nächste ist der Godier 2. So, da ist er. Ich weiß, der ist neu rausgekommen, aber es geht jetzt um diese Version. Ich finde jetzt allerdings, ich werde ihn jetzt nicht sprühen, das ist der Rest, den ich habe. Ich finde, der ist sehr gut gelungen, der neue. Das darf man, also alle, die meinen jetzt bla 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 und so, ja, das sind die Hardcore-Fans dieses Duftes. Ich war jetzt kein großer Hardcore-Fan, aber es ist ein geiler Duft. Aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen, dass also der ist sehr nah dran, der neue. Also das muss man wirklich sagen. Auch da habe ich ein Video zu. Ja, schaut mal den neuen an. Und ja, das ist die alte Version. Und leider
gibt's den nicht mehr. Jedenfalls in dieser Version. Aber die neue Version, ja, im Endeffekt, nee, eigentlich gibt's den gar nicht, weil die neue Version kam ja, glaube ich, nur exklusiv bei Goodyear raus und ist ja auch inzwischen ausverkauft. Also, ja, bleiben wir dabei, es gibt ihn eigentlich auch gar nicht mehr. Also im Endeffekt, ja, das war aber ein geiler Duft. So, der nächste, ja, ist der Nio von Givenchy. Das ist ein schöner, wie soll ich sagen, frischer, denn doch süßer, synthetischer Vanilleduft, könnte man so behaupten, ja. Hat Stil, war aber viel nicht so, ja, schon, oh ja, Saubermann-Duft, nur süß. Ihr müsst euch ungefähr, also nicht dieselbe Richtung, aber Prada L'Homme ist auch so ein Saubermann-Duft. Nur hier auch Saubermann, nur in süß. Und auch seifig ein bisschen, sehr geil. Ich bin froh, da noch was zu haben oder den Rest hier zu haben, wenn ihr den bekommen könnt. Ne, vielleicht bei euren, wer weiß, Großeltern, wo ich schon sagen, nein, dafür ist er nicht ganz so alt. Aber denn, wenn ihr den bekommen könnt, schlagt einfach zu. Ne, nicht so viel ausgeben, ich sage immer, auch für Ältere muss man es nicht übertreiben, ihr müsst aufpassen. Und es muss irgendwo eine Grenze geben. Das sind ja auch Designerdüfte gewesen und keine Nischendüfte und deswegen, ja. Aber ja, sehr süß, frisch. Das Zusammenspiel ist bei diesem Nio richtig geil, richtig geil. Der nächste CH-Man Grand Tour, müsste das sein, ja? Grand Tour, ja. Sehr geiler Duft. Auch hier würzig, frisch und ledrig. Das ist das Geile. Schöner Lederduft mit einer Teenote. Ja, richtig geil. Kriegt man ganz schwer und ist eigentlich noch voll. Oh, geil, diese Ledernote mit der Teenote zusammen. Das muss man zwar mögen, aber richtig nice. Richtig nice. Auch hier Leder, geil gemacht. Gab es ganz wenig, glaube ich. Oder gab es nicht so lange. Grand Tour. Und ja, der ist lecker. Und ja, der normale CH-Man ist süß. Hier hat man auch eine leichte Süße. Der CH-Man Privé, falls das jetzt in den Titel kommt, ist ein Duft, den ich überhaupt nicht mag. Viele feiern den. Gibt es auch, glaube ich, nicht mehr. Ist auch, glaube ich, eingestellt worden. Mache ich nicht. War ich nie Fan von. Der ist geil. Sehr geil. So, der nächste ist Aqua Amara von Bulgari. Ja, schöner, flacher Flakon. Richtig nice. Aquatisch. Sehr aquatisch, mehr Duft, Frische, extreme geile Haltbarkeit. Und warum der eingestellt worden ist, weiß ich nicht. Es gibt die anderen, glaube ich, noch, oder weiß ich, gibt es die auch nicht mehr. Aber der Amara ist sowas von nice und geil. Und es gibt keinen besseren aus der Reihe. Und so stark und dieses aquatische, ja, Meeresbrise, richtig lecker, richtig nice. Im Sommer bei richtiger Wärme einfach kann man eigentlich gar nicht auf diesen Duft verzichten. Ja, aber leider, wie gesagt, eingestellt. Tja, der nächste, jetzt kommen, also die letzten beiden sind so schwer zu bekommen und das sind fast 6er Lotto, ne, würde ich mal behaupten. Das ist wirklich fast so. Und wenn man es überspitzt sagt, und der erste ist Sumatra Wayne Wood. Ich habe den ersten Teil den normalen vorgestellt, aber der Wood ist im Endeffekt, eigentlich ist Sumatra Wayne, das ist ja ein Drogerieduft, gar nicht mehr zu bekommen. Gar nicht mehr zu bekommen, ganz schwer. Bei eBay, aber der Wood und voll geil. Und der Wood, ich sprühe den jetzt hier, ich bin damit groß geworden mit Sumatra Wayne, das war saugeil und die Original-DNA, keine verschwitzte, wie beim Original, was übrigens geil ist. Ihr kennt Sumatra Wayne ich werde, glaube ich, mal ein Video über die machen. Da gibt es ja noch den Fresh, den habe ich auch. Und ja, den hätte ich ja jetzt auch reinnehmen können. Noch schwer, der ist ganz schwer zu bekommen, vor allen Dingen als Spray, ne? Und hier habt ihr einfach das Original mit leicht Holzigkeit, richtig geil. Erinnert mich, wenn ich daran rieche, einfach an die früheren Zeiten. Absolut nice und das ist wertvoll, habe ich hier drin. Absolut nice und da liegt die Betonung auf nice, wird der Talk immer so schön sagt. So, der letzte ist in Schüttelflakon und selbst die aktuelle Version
was heißt aktuell, die irgendwann rausgekommen ist, gab es nur bei Dior selbst überhaupt zu bestellen. Und das ganz schwer und dann glaube ich auch nur aus Frankreich. Ich rede von Jules, aber das ist hier die richtige Auflage. Macht mich ein bisschen traurig, weil das war der Duft von meinem Opa, der leider vor ein paar Jahren verstorben ist. Rest in Peace. Und mein Opa war fast wie mein Vater. Und Jules ist oder hat er getragen. Heißt aber nicht, dass es ein Operduft ist. Es ist ein sehr animalischer Duft, würzig dazu. Der ist nicht gekippt. Wisst ihr, wie alt der ist? Der ist wie neu, riecht der. Und ich sag euch eins, die Haltbarkeit und die Ausstrahlung, das ist ein Schüttelflakon. Nimmst du einfach rauf, schmierst einmal ein bisschen lang, du riechst den die stundenlang. Würzig, animalisch. Oh, das sieht man hier richtig am Deckel. Könnt ihr das sehen? Oh, das ist noch alter Stoff. Einfach geil. Ja, den natürlich, da ist sogar noch ganz viel drin, das werde ich lange noch gebrauchen. Das ist ein Eau de Toilette, Mann. Also, sehr geil. Jules, ich habe die aktuelle Version nicht gerochen, aber da wird sie einfach, kann ich jetzt schon sagen, nicht rankommen an diese Tiefe und an diese Stärke und überhaupt, das ist die richtige erste Auflage. Absolut nice. So, das war Teil 2 von den Top 10 eingestellten Düften. Ja, schreibt mal unter, habt ihr auch noch in einer Art so einen alten Stoff, geilen Stoff, das wäre natürlich nice. Und ja, dann sage ich mal, haut rein und genießt noch den Abend und dann, ja, bis zum nächsten Mal.